Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute mache ich ein Video für euch, was aus meiner Perspektive schon längst überfällig ist. Denn ich bekomme sehr häufig die Frage, welche Klasse soll ich denn spielen? Welche Klasse soll ich als nächstes nehmen, wenn der nächste Server startet und so weiter und so fort? Welche Klasse ist am besten für mich? Und ja, das Video möchte ich euch hiermit heute liefern. Und dabei gehe ich nicht auf die einzelnen Klassen ein und deren Werte, Attribute, Stats und so weiter. Die sollten mal, denke ich, jedem klar sein. Außerdem werdet ihr die hier nochmal gleich sehen, wie man die Klassen skillt und so weiter und so fort. Sondern hier gehe ich mehr auf die wichtigeren Punkte für euch, denke ich mal, ein. Und zwar, was bringt euch die Klasse? Seid ihr eher der Free-to-Play-Spieler? Seid ihr jemand, der so mittelmäßig reinpilzt? Oder seid ihr jemand, der bereit ist, sehr viel in das Spiel rein zu investieren? Ja, was aus meinem Sichtpunkt her der wichtigere Faktor ist. Als erstes sei natürlich erstmal gesagt, ihr könnt natürlich jede Klasse spielen, ohne irgendwelche Bedenken zu haben. Ja, das erstmal vorab, diese Wahl kann ich euch nicht abnehmen, wenn ihr sagt, boah, ihr findet den Magier als Beispiel übelst geil, weil der so hammermäßige Crits raushaut, dann nehmt den Magier. Ja, falls euch der was weiß ich, Berserker gefällt, weil er die übelsten Kombos raushauen kann, dann nimmt den Berserker, ja. Das ist nicht, also es ist jetzt keine Wahl, wo es jetzt um Tod oder Leben geht, ja. Also ihr könnt auch mit jeder Klasse übelst weit kommen und übelst hoch kommen, auch im Levelbereich. Das Wichtigste ist einfach nur, dass ihr sehr viel Ausdauer an den Tag legt, mit jeder Klasse, ja. Und dann könnt ihr auch wirklich sehr weit in der Ehrenhalle nach oben kommen. Ja, das ist erstmal die Voraussetzung Nummer 1. Jetzt gehe ich aber mal auf die einzelnen Klassen ein und welche für euch am besten eventuell zugeschnitten ist. Damit würde ich mal direkt bei der Klasse anfangen, die ich für jeden Free-to-Play-Spieler eigentlich am besten finde. Und zwar ist das der Kampfmagier. Seid ihr kompletter Free-to-Play-Spieler oder jemand, der sehr wenig, sag ich mal, in das Spiel rein investiert, dann würde ich euch den Kampfmagier empfehlen. Der Kampfmagier ist dann euer Way to go. Einfach aus den Aspektpunkten, da der Kampfmagier, ich kann ja zudem mal hier auf meine Welt gehen, wo ich hier den Kampfmagier momentan spiele. Der Kampfmagier, wisst ihr ja, hat ja einen Feuerball, der konstant viel Schaden macht, dementsprechend wie viel Leben ihr momentan habt. Ja? Also, und von denen halt 30%. So viel macht der Feuerball. Das ist die Special-Fähigkeit, die jeder Battlemage hat, weiß ja jeder Bescheid. Und das ist ein konstanter Damage-Output, den der Kampfmagier an den Tag legt. Daher kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen, macht der Kampfmagier meist immer konstant viel Schaden. Ja? Das heißt, er schwankt nicht sehr doll. Es gibt andere Klassen, die sehr viele Random-Faktoren in ihren Settings, sag ich mal, haben, in ihren Fähigkeiten. Die hat der Battlemage hier zum Beispiel nicht. Und das bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel in irgendein Dungeon festhängt, ja, und ihr kommt da nicht großartig weiter und ihr könnt da nicht mehr sehr viel machen, dann ist das meistens auch der Fall, ja. Der einzige Random-Faktor, den der Battlemage hat, ist in dem Falle die Waffe und die dementsprechende Schadensspanne davon, ja. Also jetzt bei mir hat der Kampfmagier eine sehr, ja, von 422 bis 1064, ja, ist die Spanne. Das heißt, die ist relativ hoch für die Waffe. Das ist der einzige Random-Faktor, der in den Dungeon-Fights was ausmachen kann, mal mehr, mal weniger. Ansonsten ist der Schaden gleichbleibend. Was heißt das nun für die Free-to-Play-Spieler? Ihr seht relativ schnell, wann ein Gegner fällt und wann er nicht fällt, weil es keine großartigen Schwankungen gibt beim Battlemage im Gegensatz zu anderen Klassen. Das bedeutet so viel wie, ihr braucht nicht so viele Pilze investieren in die Dungeons, da ihr höchstwahrscheinlich sowieso nicht sehr viel weiterkommen werdet, als ihr momentan jetzt sowieso schon seid, ja, weil ihr einfach nicht sehr viele Random-Faktoren in der Klasse habt. Deswegen würde ich empfehlen, für Free-to-Play-Spieler oder für Leute, die sehr wenig in das Game rein investieren, den Kampfmagier, da man in den Dungeons nicht sehr viel weiterkommt. Da
ja, ist der Battle Mage mit einer der schlechtesten Klassen. Ich finde allerdings, dass der Battle Mage trotz alledem eine sehr, sehr coole Klasse ist, da man ihn auch halt auf viel Schaden spielen kann. Der Battle Mage stackt halt auch unglaublich viel Leben, mit dem Krieger mit am meisten. Und wenn man den Battle Mage jetzt zum Beispiel auf Ausdauer pushen würde, dann würde er in der Ehrenhalle auf jeden Fall, denke ich mal, also in der Ehrenhalle wäre er dann besser dran. Wenn man ihn auf Stärke spielt, wäre er in den Dungeons besser dran. Und die Ausdauer, also das Leben skaliert halt mit eurem Feuerball. Umso mehr Leben ihr habt, umso stärker wird der Feuerball. Und umso mehr konstanten Schaden macht ihr auch. Und mehr Leben ist besser für Ehrenhalle, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wenn ihr viel Leben stackt, dann ist das sehr, sehr gut für die Ehrenhalle. Gut, soviel mal zum Kampfmagier. Wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, dann spielt den Kampfmagier. Gut, dann machen wir mal gleich zum, ja, ich würde mal sagen, zum Extremen. Gehen wir mal gleich weiter und das ist nämlich der gute alte Berserker, die neueste Klasse, die jetzt momentan draußen ist in Shakes and Fidget. Und den Berserker sage ich schon mal gleich mal vorab, für Leute, die bereit sind, sehr, sehr viel in das Spiel zu investieren. Daher wird der Berserker meistens, also in den meisten Fällen, auch von, ich sag mal, Profis genommen, die sich schon sehr gut mit dem Spiel auskennen und bereit sind, sehr, sehr viel in das Spiel zu investieren. Da bietet sich der Berserker an, aufgrund seiner Fähigkeit, nämlich ja, unglaublich viel, fast unendlich, die Chance ist zumindest da, oft hintereinander anzugreifen. Ja? Im direkten Vergleich zum Berserker ist es ein enormer Random-Faktor, der euch in den Dungeons auf jeden Fall deutlich voranbringt. Das heißt, ihr habt im Vergleich zum Battle Mage mit eurem Berserker sehr, sehr hohe Schwankungen, was die Dungeons angeht. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Dungeons legen, die ihr die gar nicht, sag ich mal, in euren Ermessen sind, da ihr halt ein unglaubliches Luck-Potenzial habt, diesen Gegner zu besiegen. Ihr könnt zum Beispiel, keine Ahnung, eine 20-30er-Kombi raushauen, ohne dass der Gegner irgendwas machen kann, und dann ist der Dungeon nämlich auch down. Und das ist ein Random-Faktor, den der Battle Mage nicht hat. Das heißt, mit sehr viel Pilzeinsatz liegt so ein Dungeon früher oder später beim Berserker, wo er beim Battle Mage nun mal nicht liegen würde, weil er halt immer gleich viel Schaden macht. Ja? Ich hoffe, das ist auf jeden Fall verständlich. Ich denke mal schon. Deswegen würde ich für Leute, die bereit sind, etwas in das Spiel oder ein bisschen mehr in das Spiel rein zu investieren, auf jeden Fall den Berserker nehmen. Ich spiele ihn jetzt momentan komplett Free-to-Play oder habe zumindest 10 Euro hier investiert und muss sagen, ja, man kann es auch spielen. Es ist kein Problem. Es können auch Free-to-Play-Spieler einen Berserker spielen. Das will ich gar nicht sagen. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, als Free-to-Play-Spieler einen Berserker zu spielen, dann spielt verdammt nochmal einen Berserker Free-to-Play. Ja, überhaupt kein Problem. Es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, muss ich sagen. Allerdings ist es für jemanden, der Free-to-Play spielt, würde ich mal sagen, nicht die allerbeste Wahl, ja, weil man schon sehr stark davon abhängig ist, dass man sehr, sehr krasse Kombis raushauen kann mit den Berserker, und das machen auch viele, und das sieht man halt auch auf dem Server, hier auf dem Battle Mage Server. Ja, die Berserker dominieren, aber es ist natürlich auch klar, weil jeder hier die neue Klasse testen will. Ja, soviel zum Berserker. Also für Leute, die ein bisschen mehr investieren wollen, bietet sich der Berserker mehr an. Gut, dann haben wir Kampfmagier, Berserker. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu einer meiner Lieblingsklassen und auch meiner Main-Klasse, den Magier. Ja, der Magier ist eigentlich so, ich würde schon sagen, so die Klasse mit am meisten Swag, ja, und wer darauf steht, sehr, sehr krasse Crits rauszuhauen, aber dafür auch sehr, sehr wenig einzustecken, für den ist der Magier auf jeden Fall das Way to go. Ich habe ihn persönlich genommen, weil ich einfach Mages schon in RPGs so oder so schon immer gefeiert habe. Ich fand die Spells immer ganz nice, und hier in Shakes and Fidget feiere ich die halt, weil die halt unglaublich, also wirklich unglaublich viel Potenzial dazu haben, Schaden rauszuhauen. Ich sage aber auch gleich mit eingehend her, dass der Magier, wie viele glauben, auch nicht unbedingt die
billigste Klasse ist, da der Magier wirklich auch darauf, ja, ich sag mal, sich bezieht, eine richtig gute Waffe mit einer richtig krassen Spanne zu haben. Ist kein Muss, aber auf jeden Fall ist das für einen Magier deutlich, deutlich besser, als wenn man eine Waffe hat, die jetzt keine gute Spanne hat. Ich sag mal, ich habe jetzt eine sehr extreme Spanne, sag ich mal, die ist unglaublich flexibel. Ihr müsst bedenken, umso höher die Spanne ist, umso besser ist das immer für die Dungeons. Da, wenn ihr etwas mehr bereit seid, Pilze zu investieren, ist der Random-Faktor auf die Zeit gesehen, ja, mit so und so vielen Versuchen natürlich größer, als wenn ihr eine Spanne habt, die, keine Ahnung, die, sag ich mal, 1 beträgt oder so, weil der Schaden da immer gleich bleibt, da könnt ihr pilzen, wie ihr wollt, da kommt ihr nicht voran. Mit so einer Spanne könnte es natürlich sein, dass ihr über euer Limit herausgeht und Dungeon legt, die, wie gesagt, gar nicht in euren Ermessen sind, ja. Wie gesagt, von daher beim Magier auch sehr random, sag ich mal, die Kämpfe ab und zu. Da der Magier nicht ausweichen kann und nichts und nichts blocken kann, sind die Fights auch immer relativ schnell vorbei. Allerdings bereue ich nicht, den Magier genommen zu haben, und man sieht auch allerdings hier in der internationalen Heldenhalle ist mit den Kriegern zusammen so der Magier und der Kundschafter eigentlich immer ganz gut vertreten. Ja? Aber seid gewiss, ihr braucht auch relativ viel Pilze, alleine für die Dungeons, weil ihr halt hier vom Random-Faktor der Waffe abhängig seid, plus ihr braucht halt auch eine gute Waffe mit guter Spanne. Ist aber auch bei jeder Klasse so, ne? Ist nicht nur bei Magier so. Ja, aber seid mal hier so, ich würde mal sagen, wer hier so bereit ist, so Medium-Pilzer-mäßig unterwegs zu sein, den könnte die Klasse auf jeden Fall Spaß machen. Ansonsten Free-to-Play-Spieler, natürlich habe ich hier auch ganz, ganz lange Zeit gespielt. Bis Level 400 habe ich Free-to-Play gespielt hier auf den Account, glauben viele nicht, aber damals haben die Flimmerkisten noch Pilze gegeben, deswegen habe ich lange Zeit hier keinen einzigen Cent auf den Server investiert. Gut, so viel zum Magier, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsklassen. Dann kommen wir gleich mal weiter zum Assassinen noch nicht. Ich würde mal den Krieger, ja, hier ein weiblicher Krieger. Den Krieger nehmen wir als nächstes. Die anderen beiden Klassen, weil die fast gleich sind, lassen wir jetzt zum Schluss mal. Den Krieger, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Klasse. Ich persönlich würde den Krieger, ja, als nächstes spielen wollen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Ja, ich sag's so. Und der Krieger macht sehr, sehr viel Spaß, aber seid euch bewusst, zum Anfang kriegt ihr relativ lange Zeit auf den Sack. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt irgendwie auf dem Server seid, wie ihr zum Beispiel hier, wo sehr, sehr viele Battle Mages sind. Das ist so die direkte Konterklasse eigentlich zum Krieger. Ja, da kann der Krieger immer relativ wenig machen. Dessen müsst ihr euch bewusst sein, aber ich denke mal, das ist mal nicht so das schlimmste Übel. Der Krieger kriegt relativ lange im Early Game und ich sag mal so im Mid Game, obwohl im Mid Game geht es nachher schon, kriegt er im Vergleich zu den anderen Klassen ein bisschen auf den Sack, sag ich mal so. Er ist in den Dungeons nicht ganz so stark wie die anderen Klassen und ist in der Arena auch, ja, ich sag mal, es kommt immer darauf an, wie man spielt. Wenn man da natürlich übelst Hardcore-mäßig reinpilzt, dann kann man alles schaffen. Dann könnt ihr auch auf jeden Server zum Serverstart Rang 1 werden. Dann könnt ihr alles schaffen. Ja, es kommt immer darauf an, wie hart ihr reinpilzt. Auch mit einem Krieger ist das möglich. Kein Problem. Allerdings empfehle ich für Leute, die vorhaben, mehr als 4 bis 5 Jahre zu spielen, den Krieger, also da der Krieger mit einer der stärksten oder ich sag mal mit die stärkste Klasse im Late Game wird. Also im wirklichen Late Game. Ich rede hier nicht im Bereich von 450 bis 500, sondern alles, was 500 plus ist. Ja, also stellt euch davon mal so 4 bis 5 Jahre Spielzeit ein. Wenn ihr euch dessen bewusst seid und diese Zeit in Kauf nehmen möchtet, dann zockt den Krieger. Ich möchte hier aber natürlich auch wirklich niemanden abschrecken, den Krieger jetzt nicht zu spielen, weil ihr euch denkt, oh, so lange werde ich niemals zocken. Nein, der Krieger macht unglaublich viel Spaß. Ich finde, das Equipment vom Krieger finde ich übel nice. Der Faktor, dass er blocken kann, ist auch ein Random-Faktor, den ich auch sehr, sehr feiere auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr
wirklich die Ausdauerbeweis, seht ihr das hier alleine schon in der internationalen Ehrenhalle, wie krass hier eigentlich die ganzen Krieger vertreten sind. Also es ist kein Vergleich zu den anderen Klassen. Wie gesagt, man sieht ein paar Kundschafter und Magier, aber es überwiegt doch wirklich der Krieger an der Stelle. Und ich muss wirklich sagen, der Krieger hat mit dem Magier zumindest mit einer der coolsten Waffen, Schilde, Ausrüstung, die es so im ganzen Spiel gibt. Das sind nämlich die Waffen, die man so aus dem Wirbelwind und alles rausholen kann. Oder die Schilde zum Beispiel, wenn wir mal hier ein paar finden. Hier zum Beispiel das blaue Breitschwert, das ist also es ist mit die coolste Waffe eigentlich im ganzen Game. Dann sieht man hier, das ist die geilen Schilde, die sind einfach super cool designt. Da kommen andere Klassen, sag ich mal, jetzt nicht ran. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber alleine der Faktor ist schon so krass hier, die Schilde, die sehen schon sehr, sehr cool aus. Ne? Aber es ist natürlich alles nicht nur Optik, sondern der Krieger wird verdammt stark im Late Game, vor allen Dingen in der Ehrenhalle, weil, wie schon vorhin beim Battle Mage erwähnt, der Krieger stackt natürlich auch mit dem Battle Mage zusammen am meisten Leben und das macht sich unglaublich gut gegen alle möglichen Klassen. Ja, besonders die Magier haben es da schwer, da die halt darauf wirklich abgesehen sind, viel Schaden rauszuhauen. Und wenn jemand mit über, keine Ahnung wie viel Millionen von Leben, hier, das ist übrigens die coolste Kombi so, die beiden blauen Items hier, ja, da hat der Magier auch nicht mehr viel auszusetzen, muss man sagen. Und da haut der Magier auch nicht so die krassen Crits raus im Vergleich zu so viel Leben auf jeden Fall. Übrigens der Battle Mage natürlich, wenn er auch viel Leben stackt, haut er so ein Magier, der natürlich nicht sehr, sehr viel Leben hat, auch komplett aus den Leben, alleine schon mit seinem Feuerball, ja, weil der Battle Mage ja auch Leben stackt und 30% von seinem Leben auf dem Magier, das kann schon wehtun, das kann echt schon wehtun. Und deswegen, ja, empfehle ich auf jeden Fall auch den Krieger. Macht sehr viel Spaß zu spielen. Also der Spielspaß ist wirklich sehr, sehr hoch bei der Klasse, muss ich sagen. Allerdings kommt sie erst so im späteren Spielverlauf richtig zur Geltung. Heißt jetzt nicht wirklich, dass die Klasse jetzt unspielbar ist zum Anfang. Das will ich nicht damit sagen. Jede Klasse kann hier rasieren zum Anfang, Midgame und zum Ende. Wirklich jede Klasse. Es kommt halt darauf an, wie man sie spielt und wie viel man bereit ist, in die Klasse zu investieren. Gut, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Klassen. Ich fange mal an mit dem Kundschafter. Den Kundschafter habt ihr schon gesehen, auch relativ häufig im Late Game in der internationalen Ehrenhalle vertreten. Und der Kundschafter ist mit dem Berserker zusammen eine der stärksten Klasse im Anfangsgame, sag ich mal, im Early Game, in den Dungeons, sowohl halt auch in der Rangliste, da der Kundschafter, wie ihr natürlich wisst, einen Faktor hat, dass er ausweichen kann. Und im Vergleich zum Krieger, der halt blocken kann, macht der Kundschafter halt auch noch ein bisschen mehr Schaden als der Krieger, ja. Und das ist halt ein Faktor, der sich in den Dungeons auf jeden Fall sehr krass bemerkbar macht, ja. Also wer darauf aus ist, im Early Game richtig gut durchzustarten, sag ich mal, der ist mit dem Kundschafter gut bedient. Man muss dazu allerdings sagen, man müsste ein bisschen bereit sein, auf jeden Fall, so wie beim Berserker auch, ein bisschen was in das Spiel zu investieren. Ja? Also es ist nicht so, dass man hier komplett also man kann Free-to-Play spielen, natürlich, ja, ist kein Problem. Aber es eignet sich für diese Klasse sowie für den Berserker, ich finde für den Berserker am meisten, Kundschafter geht immer noch, eignet sich es, wenn man hier etwas Pilze investiert. Deswegen, es ist nicht die allerfreundlichste Free-to-Play-Klasse, ja, sondern, ja, ich sag mal so Medium-Klasse kann man die schon auf jeden Fall zocken, auf jeden Fall im Late-Game. Ist die auch noch relativ stark, würde ich sagen. Gibt es verschiedene Meinungen auf jeden Fall. Ich möchte auch noch mal dazu betonen, alles, was ich hier sage, das bezieht sich auf meine Meinung. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Überlegungen oder Verbesserungsvorschläge oder wenn ich irgendwas Falsches sage, ja, euch das auffällt, dann könnt ihr das gerne noch in die Kommentare schreiben und gerne diskutieren, ob ihr nicht lieber so und so das und das und das seht, sondern eher das und das und das. Ja, das könnt ihr gerne in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten, ich finde Kundschafter auf jeden Fall im Early Game sehr, sehr stark. Mid Game sind die auch noch gut am Rasieren.
Allerdings, ja, weiß ich nicht, im Vergleich zum Berserker, ist jetzt die Frage, ob man lieber einen Berserker nimmt oder einen Kundschafter. Da muss ich wirklich sagen, diese Wahl muss ich euch überlassen. Also ich wüsste es persönlich nicht. Ich glaube, ich würde, wenn ich wieder anfangen würde, würde ich anstatt dem Berserker einen Kundschafter nehmen. Es ist aber wirklich egal, sag ich mal. Ja, ihr könnt mit beiden Klassen rasieren. Das ist wirklich euch überlassen, welche Klasse ihr da nehmt. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Klasse und da müsst ihr euch wirklich überlegen, ob ihr die spielen wollt. Denn der Assassine ist, und ich sag's ohne ihn wirklich schlecht zu reden oder schlecht reden zu wollen, aber es ist nun mal so, der Assassine ist in meinen Augen zumindest ein etwas schwächerer Kundschafter und ein etwas teurerer Kundschafter dazu auch noch. Denn der Assassine, wie ihr wisst, besitzt 2 Waffen im Gegensatz zum Kundschafter, kann auch ausweichen. Ja, also das sind Fähigkeiten, die den Kundschafter und die Assassine, was sie beide gleich haben. Allerdings müsst ihr halt wissen, der Assassine braucht 2 Waffen und der Kundschafter nur eine Waffe. Das ist ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist, da ihr halt 2 Top-Waffen ausgerüstet haben müsst. Müsst ihr natürlich nicht, aber es wäre natürlich umso besser, wenn ihr das habt. Und ich sage euch aus eigener Erfahrung, Waffen zu finden ist einer der schwersten Sachen, die es gibt. Denn da gibt es so viele Random-Faktoren. Erstmal, ob es alle Attributwaffe ist, ob es eine Dreier-Attributwaffe ist, ob die Spanne der Waffe gut ist. Das sind 3 Faktoren. Und vor allen Dingen die Spanne, die muss halt wirklich stimmen. Eine gute Spanne ist sehr, sehr selten. Und das sind Faktoren, die es sehr erschweren, eine gute Waffe zu finden. Und der Assassine braucht halt 2 Stück davon, im Gegensatz zum Kundschafter. Deswegen würde ich den Assassinen schon mal vom Geldtechnischen her teurer einschätzen als den Kundschafter, was das angeht. Ja? Also wenn ihr euch lieber ein bisschen zurückhalten wollt mit eurem Portemonnaie-Beutel, würde ich euch den Kundschafter an der Stelle empfehlen, wenn ihr eine von den beiden Klassen spielen wollt. Ja? Ist so meine Sicht der Dinge. Könnt mich gerne korrigieren, wenn es irgendwie falsch sein sollte. Ja, aber es ist nun mal so, der Assassine in meinen Augen wirklich ein etwas schlechterer Kundschafter und in vielen Augen von anderen Leuten habe ich das auch schon gehört, dass das auch der Fall sein soll. Wenn euch der Assassine aber wirklich gefallen sollte, ja, und ihr bereit seid, etwas mehr in das Spiel zu investieren und ihr halt die Fähigkeit cool findet, 2-mal hintereinander angreifen zu können, dann spielt den Assassinen. Ja, wirklich, es gibt keine, und zum Schluss nochmal erwähnt, es gibt keine wirkliche falsche Klasse, die ihr picken könnt hier in Shakes & Fidget. Es sind alle Klassen gut gebalanced, ja, also wirklich gut gebalanced und haben alle ihre individuellen Fähigkeiten und das macht jede Klasse eigentlich einzigartig. Deswegen spielt die Klasse, auf die ihr Bock habt. Ihr könnt gerne die Hinweise annehmen, die ich zu den einzelnen Klassen gesagt habe, wegen geldtechnischen Faktoren und so weiter und so fort. Da wisst ihr auf jeden Fall, was dann auf euch zukommt, wie die Klassen so im Early, Mid- und Late-Game abschneiden werden, ob ihr bereit seid, viel Zeit zu investieren, um in 4-5 Jahren wirklich an der Spitze zu stehen oder ob ihr wirklich für kurzfristigen Erfolg zocken wollt. Und so weiter und so fort. Diese Entscheidung kann ich euch leider nicht abnehmen, aber ich denke mal, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Klassen verschaffen, wie sie sich so spielen und was die einzelnen Klassen so kosten. Und ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen die Wahl der nächsten Klasse auf dem nächsten Server oder so oder die erste Klasse überhaupt, die ihr nehmen werdet. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erleichtern. Ansonsten, falls euch das Video gefallen haben sollte, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu dalassen. Verbesserungsvorschläge sind auch erwünscht, falls es welche gibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Shakes & Fidget zocken und haut rein und bis zum nächsten Mal.